Moin! Die neue Bear Trails Ibex-Kabine ist so gut wie fertig. Besucht uns auf der Abenteuer Allrad, Adventure Northside, Southside, Busch-Taxi-Treffen, da sind wir überall vertreten. Die Ibex, was bedeutet eigentlich Ibex? Ibex ist der Steinbock. Der Steinbock ist autark, kann gut klettern und irgendwie kompromisslos in seinem Dasein. Und diese Kabine ist irgendwie auch kompromisslos in ihrem Dasein. Da gibt es ein paar Neuerungen. Wir haben ein Bett oben, wir haben die Tür andersrum angeschlagen und ein paar andere Sachen. Freut euch also auf dieses Video. Ich zeige euch jetzt die Kabine. Wir machen jetzt einen Rundgang. Geht also los. Bis gleich. Zu dem Fahrzeug haben wir ja schon ein paar Sachen erzählt. Also wir haben hier den großen Ansaugschnauzer hier dran, das Auflastungsfahrwerk von OME, die Dodge Dallara-Felgen mit den größeren Reifen. Hier oben kommt eine schöne Dachbox drauf, die ein bisschen kleiner ist. Die ist kleiner, weil der Alkoven größer ist. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Die Rockslider sind dran und dann kriegt das Fahrzeug ein bisschen Leistungssteigerung. Also schon ein richtig schönes Auto. Ich freue mich jetzt total drauf. Warum freue ich mich jetzt total drauf? Am Anfang war ich ein bisschen zwiegespalten. Die Optik von dem Hilux zu Anfang nicht ganz so geil fand, mittlerweile mich total drin verliebt. Also ich habe richtig Bock mit dem Auto nachher zu reisen. In 2 Wochen wird diese Kabine auf der Abenteuer Allrad stehen. Ich kann es selbst kaum glauben, weil wir sind noch nicht so richtig fertig. Aber die Jungs geben richtig Gas, sie haben richtig viel Spaß daran. Wir bauen oben noch das Bett ein und wir müssen die Schränke ein bisschen komplettieren. Am besten kommen wir mal mit in die Kabine. Wir machen es heute mal so, dass wir in der Kabine starten und dann rausgehen. Also wie ihr seht, ich kann schon sitzen in der Kabine, aber noch ohne Polster und ohne Bettkastendeckel. Aber hier ist schon einiges drin. Der Wassertank, das Wasseraufbereitungssystem, der Gaskasten, die Wasserpumpe ist da, der Warmwasserboiler ist drin, die Standheizung, der Ladebooster. Es ist schon sehr viel vorverkabelt, Kühlschrank ist drin. Was man hier sieht, der Alkoven ist deutlich größer, ist von 50 auf 80 cm in der Länge gewachsen. Die Kabine ist auch nochmal 5 cm höher und im Heck auch nochmal 5 cm länger. Das heißt, wir haben jetzt eine Dachlänge von 3,35 Meter. Früher waren es immer 3 Meter. Das heißt, wir haben hier eine deutlich größere Kabine als die wir bisher gebaut haben. Und wir haben hier den Spagat geschafft, deswegen sollte sie eigentlich uncompromising heißen, also kompromisslos. Wir haben es hier hingekriegt, eine Kabine zu bauen, wo man wirklich, wenn das Bett unten ist und das Aufstelldach zu ist, sondern hier drin noch gut sitzen kann. Also nicht so sitzen kann, sondern wirklich aufrecht sitzen kann. Auch ich mit meinen 1,86, wenn ich hier auf dem Polster sitze, habe ich genug Fläche über meinem Kopf, dass ich mich hier wohlfühle. Es ist genauso, dass alle Schränke und Kühlschrank und Klappen und so weiter, Kocher, alles bedienbar ist, auch wenn das Bett unten ist und das Dach nicht aufgestellt ist. Das heißt, wir haben hier was hingekriegt, was ich nicht dachte hinzukriegen ist. Außerdem ist diese Kabine containertauglich. Das heißt, wir kriegen die in einen High-Cube-Container. Obwohl der aufgelastet ist, höher gelegt ist, größere Reifen hat, kriegen wir diese Kabine in einen Container. Das finde ich ziemlich cool. Wir haben hier ein mittelgraues Filz. Dieses mittelgraue Filz ist halt mittelgrau. Es ist halt nicht ganz hell, nicht ganz dunkel. Passt hier sehr schön zu den schwarz-matten Flächen. Hier ist noch kein Filz, wie man sieht, weil wir hier noch das Bett einbauen. Aber ansonsten ist sie schon ziemlich fortgeschritten. Der Kocher ist schon da. Die Spüle kommt jetzt nächste Woche rein. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, wie gesagt, bis zur Abenteuer Allrad. Aber es macht jetzt hier echt große Schritte, die Kabine. Und von dem Bett bin ich einfach unfassbar begeistert. Wir haben uns da eine richtig geile Konstruktion ausgedacht. Das ist einfach toll. Also ich liebe dieses Bett. Ich wollte ja nie Kabinen bauen, wo man oben schlafen kann, weil mich das immer genervt hat, dass das Bett dann im Weg ist und man da drin nicht mehr richtig sitzen kann. Ich hatte gesagt, uncompromising, also kompromisslos. Wir haben eine Dusche, wir haben eine Toilette, wir haben ein Bett oben, wir haben ein Bett unten. Man kann hier mit 3 bis 4 Leuten drin schlafen. Richtig geil, das wird richtig schön, das wird auch gemütlich und ich freue mich darauf, das zu probieren. Auch wenn ich, wie gesagt, zu Anfang gar nicht so richtig der Meinung war, dass ein Bett oben cool ist. Aber so wie wir sie jetzt gebaut haben, muss ich sagen, ist das meine neue eierlegende Wollmilchsau. Die andere Kabine hat natürlich auch ihre Vorteile. Dadurch, dass sie ein bisschen kleiner ist, ein bisschen leichter ist, der Schwerpunkt nicht ganz so hoch ist, weil sie ja oben das Bett nicht hat, ist sie vielleicht ein ganz kleines bisschen Offroad-tauglicher. Und wen es nicht stört, das Bett unten umzubauen, so wie mich bisher, hat es noch nie gestört. Also ich bin jetzt viele Monate insgesamt unterwegs gewesen, habe Kunden, die sind 4 Monate am Stück durch die Sahara gefahren, haben jeden Tag das Bett auf und abgebaut. Das ist wirklich eine 2-Minuten-Sache. Aber das Bett oben wird jetzt nochmal spannend. Ich freue mich
einfach, das mal zu testen und ich werde da ausführlich darüber berichten, wie ich es dann am Ende finde. Aber die Konstruktion als solches und auch die Kompatibilität mit der Kabine, die ist einfach geil. Bevor wir rausgehen, noch zwei Sachen. Einmal, der Stauraum hat sich hier ja nochmal um 5 cm verlängert. Jetzt passt hier Harry Potter rein. Der braucht also nicht mehr unter die Treppe, der kann jetzt hier rein. Oder aber, man nimmt hier Stauboxen rein und die Trocken-Trenntoilette, wie ich das mache. Was auch noch geht, ist Duschen. Wir haben jetzt die Duschwanne hier wieder eingebaut. Der Duschtrichter liegt hier drin. Der Boden ist da drüber. Den kann ich wegnehmen, also den Parkettboden. Dann habe ich die Zugriffsmöglichkeit zu dem Duschtrichter, den ich mir oben einhänge. Und dann kann ich hier wunderbar drin duschen oder eben draußen, weil wir noch einen Duschanschluss im Weinregal jetzt haben, wo man den Duschschlauch rauslegen kann draußen wunderbar duschen oder eben auf der anderen Seite, wo eben auch ein Duschanschluss ist, mit Duschzelt sogar. Das heißt, ich habe hier 3 Möglichkeiten zu duschen. Also duschen ohne Ende. Mit unserem Warmwasserboiler geht das auch eine Zeit lang. So. Jetzt gehen wir raus. Wir fangen mal hier hinten links an der Kabine. Da haben wir jetzt hier den Außenduschanschluss verändert. Vorher hatten wir diesen länglichen Standardduschanschluss. Jetzt haben wir einen, der deutlich wertiger ist. Hier haben wir einen Duschanschluss, wo der Schlauch reinkommt, hält dann die Klappe, hält auch so. Und dann haben wir hier einen Hebelmischer und da können wir uns wunderbar die Temperatur einstellen. Und ich finde es auch noch deutlich schöner. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich finde es sehr geil. So, hier sehen wir nichts, weil die Stoßstange ist noch beim Pulverbeschichten, der Unterfahrschutz auch, aber ich möchte trotzdem ein paar Sachen dazu erzählen, weil hier geht es um die Anhängerkupplung. Wir haben einmal hier die Stoßstange, die ungefähr 20 cm hoch ist. Da sind ja 2 Zurösen drin und darunter haben wir die Leiste für die Rückfahrsensoren. Das heißt, wir bringen die Leiste für die Rückfahrsensoren, für die Originalen, direkt an der Stoßstange an. Darunter kommt dann der Unterfahrschutz und den haben wir diesmal so konstruiert, dass man ihn raus- und reinschieben kann, damit er das Maß eben, was er für die Straßenverkehrszulassungsordnung hat, einhält. Und das bedeutet nicht weiter hoch als 55 cm vom Boden und nicht weiter rein als 45 cm vom Heck. Das müssen wir gewährleisten. Das geht aber nicht, wenn wir die Anhängerkupplung dran haben. Und wir haben jetzt hier diese Anhängerkupplung. Was aber geht, ist, dass wir den Unterfahrschutz, wie gesagt, reinschieben. Dann können wir die Anhängerkupplung auch einstecken. Also die ist natürlich angebaut dann. Und hier haben wir den Zughaken, den wir durch das oder in das 2 Zoll Rohr einfach reinführen können. Und dann haben wir halt eine Anhängerkupplung. Und brauchen wir auch diese Bergeöse nicht, dann können wir halt den Unterfahrschutz rausziehen. Vorher nehmen wir die Bergeöse weg, nehmen die Anhängerkupplung weg und können dann den Unterfahrschutz ein Stück rausziehen, ziehen ihn wieder auf das Maß, was er haben muss und können dann die Anhängerkupplung dran lassen, also die Aufnahme für die Anhängerkupplung und können ganz normal im Straßenverkehr fahren. Das finde ich sehr, sehr geil. Dazu mehr in dem nächsten Video, wo es das einmal alles montiert hoffentlich dann schon dran ist. Dann haben wir hier noch die Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera ist immer das originale Teil, was wir da verbauen. Vorher haben wir immer ein Vierkantloch gefräst, haben dann die Rückfahrkamera da reingesetzt und versiegelt. Jetzt haben wir uns dafür einen Kamerahalter gebaut, ein System, was abgedichtet ist und was auch schön aussieht, finde ich. Die Schrauben werden nochmal schwarz, die werden nochmal ein bisschen dezenter. Ansonsten finde ich das System richtig geil. Lässt sich gut montieren, müssen nur ein Loch bohren, das System da reinsetzen und dann können wir die originale Kamera nehmen. Dazu muss man allerdings die Kabel verlängern, die Originalkabel. Und diese Lösung mit den Originalkameras kann man natürlich bei allen Marken machen, egal welches Fahrzeug ihr uns bringt. Wir bauen euch da, wenn vorhanden, gerne die Originalkamera ein oder eben eine Zusatzkamera. Wenn das Fahrzeug keine Kamera hat, dann bauen wir vorne noch einen Monitor ein. All das ist möglich. Gut, dann gehen wir weiter an die Seite. Klack, klack, klack. Das Ausschnittsmaß der Tür ist 70 cm. Wir hatten früher mal 60 cm. Das ist jetzt seit einigen Modellen, weiß ich, die letzten 10, 15 Kabinen haben wir schon die breite Tür. Die habe ich gemacht, weil ich immer neidisch war auf die Kastenwagenfahrer, Bullifahrer. Die hatten dann die Tür auf und hatten eine schöne breite Fläche, konnten gut rausgucken. Wir haben das nicht ganz so breit hingekriegt, gebe ich zu. Aber die 70 cm ist schon deutlich breiter als bei den meisten anderen Fahrzeugen. Und ich finde es richtig schön. Wenn ich da auf der Couch sitze, kann ich einfach gut rausgucken. Und wir haben die Scharniere jetzt hier an dieser Seite. Das heißt, die Tür geht in die Richtung auf. Vorher ging sie immer in diese Richtung auf. Das kann sich aber jeder Kunde wünschen, wie er möchte, ob die jetzt nach da oder nach da aufgehen soll. Es gibt für beides Argumente. Ich habe sie jetzt mal in die Richtung aufgemacht, damit das Fenster hier frei bleibt. Es ist allerdings so, wenn die Markise auf ist und ich mache die Tür hier rum auf und es fängt an zu regnen, dann wird die Tür hier ein bisschen nass. Hier wäre sie geschützt gewesen. Da gibt es noch so 2, 3 Argumente hin und her. Ich finde es jetzt aber so mal schön, das so zu machen. Wie würdet ihr das machen? Was findet ihr schöner? In die Richtung auf, in die Richtung auf. Hinterlasst da gerne mal einen Kommentar. Und wir gehen mal weiter zum Gasanschluss. Den Außengasanschluss haben wir jetzt ja hier. Das heißt,
Hier war vorher mal der Außenstromanschluss. Wir haben das gewechselt. Wir haben den Gasanschluss jetzt hier hingesetzt, den Außenstromanschluss auf die andere Seite. Und hier ist der Anstecktisch. Und der Anstecktisch bietet sich natürlich an zum Kochen. Und wir haben hier viel gekocht mit dem Gaskocher, aber ohne Außengasanschluss, sondern mit dem Kartuschenkocher. Und haben uns jetzt einen 2-Flammenkocher gekauft, den wir mal testen werden. Und dafür brauchen wir halt einen Außengasanschluss. Und ich finde es richtig cool. Ich freue mich darauf, das zu nutzen. Bett. Ich zeige euch das Bett. Nein, ich zeige euch das Bett nicht. Was wir aber haben, ist ein 80 cm Alkoven, weil eben das Bett hier drin ist. Es ist aufklappbar und es ist wirklich sexy konstruiert. Ich freue mich total darauf, euch das zu zeigen, und ich freue mich total darauf, das zu nutzen. Aber ich will es jetzt noch nicht verraten, weil das wirklich ein Highlight ist, und das gibt es wirklich zur Messe. Aber wie gesagt, es gibt auch zur Messe ein Messevideo, also was vor der Messe erscheint, und dann zeigen wir euch nochmal das Bett. Also freut euch drauf. Das war es von hier. Wie gesagt, hier haben wir 5 cm mehr Bodenlänge, 5 cm Höhe, 3,35 m Dachlänge, eine richtig, richtig schöne Kabine. Die Dachbox wird kleiner. Wir haben ja sonst eine Dachbox, die 50 cm lang ist oder 55, jetzt ist sie nur noch 35 cm lang. Passen aber immer noch 2 Tische rein, 2 Stühle rein, ein Tisch. Und das feiere ich auch total. Die Scheinwerfer sind da dran. Seid gespannt, wie es aussieht. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.